Hallo, ich bin Claudia. Und ich bin Benjamin. Herzlich willkommen am Fachbereich Biologie der TU Darmstadt. Du überlegst, Biologie zu studieren und willst wissen, was dich hier in Darmstadt erwartet? Wir zeigen es dir. Was macht man eigentlich im Biostudium? Fragen wir mal unsere Kommilitonen. Wahnsinnig praxisbezogen, also wir haben zu jeder Vorlesung auch Laborarbeit. Von Exkursionen draußen tatsächlich, wie man sich das öfter vorstellt, Käfer zu sammeln. Aber man geht halt auch mal oder oft ins Labor. Wir haben uns leuchtende Chromosomen unter Fluoreszenzmikroskop angeguckt, das war ziemlich cool. Ich finde es wahnsinnig interessant, was über das Leben zu erfahren, wie das alles funktioniert. Man lernt tolle neue Leute kennen, das ist auch ganz gut. Der Biologie-Bachelor besteht aus 6 Semestern. In den ersten 4 geht es zunächst einmal darum, die Grundlagen zu lernen, also das Wissen und die Techniken, die jeder Biologe braucht. Zellbiologie, Struktur und Funktion der Organismen, Biodiversität und Phylogenie, Genetik, Physiologie der Organismen, Physiologie der Mikroorganismen, Ökologie und Evolution und Entwicklung und Stabilität. Dabei sind einige Veranstaltungen in 2 Teile geteilt. Sie haben sowohl einen botanischen als auch einen zoologischen Teil. Das Grundmotiv ist zu verstehen, wie bei der organismischen Biologie, also in der Grundlage für ein Biologiestudium, Dinge zusammenhängen, wie Strukturen Funktionen bedingen, wie sie evolviert sind. Und wir zeigen das an den Beispielen Pflanze im ersten Teil des Semesters und Tiere im zweiten Teil des Semesters. Jedes Modul besteht aus 3 Teilen. Einer Vorlesung, in der du die gesamte Theorie vermittelt bekommst, einer Übung, in der du das Wissen aus der Vorlesung vertiefst und selbst anwendest, und das Praktikum. Bei uns ist das ein ganz wichtiger Bestandteil des Studiums. Im Praktikum lernst du die Organismen kennen, über die du vorher nur gelesen hast. Und du kannst die verschiedensten Analyseverfahren und Techniken ausprobieren und siehst, welche Kniffe notwendig sind, um ein Experiment erfolgreich durchzuführen. So lernst du von Anfang an, wie Theorie und Praxis zusammengehören und bekommst einen Eindruck, was es heißt, selbstständig zu forschen. Ich denke, wir haben mit die modernsten, bestausgestattetsten Lehrlabore, die ich an irgendeiner deutschen Universität kenne. Die sind auf dem Niveau ausgestattet wie viele Forschungslabore. Das heißt also, die Studenten haben wirklich von Anfang an die optimalen Bedingungen, auch zu experimentieren und auch mit Geräten umzugehen. Um so eine vielseitige Naturwissenschaft wie die Biologie richtig zu verstehen und anzuwenden, musst du auch die anderen Disziplinen Chemie, Mathematik und Physik gut beherrschen. Um zum Beispiel Stoffwechselwege zu verstehen, musst du die chemischen Zusammenhänge kennen. Um die Funktion von Messgeräten richtig zu verstehen, brauchst du Physik, zum Beispiel Optik. Und nur mit statistischen Methoden kannst du deine Ergebnisse richtig auswerten und deuten. Diese grundlegenden Fähigkeiten lernst du in den ersten 4 Semestern des Grundstudiums. Und ab dem 5. Semester nimmst du die Gestaltung deines Studiums selbst in die Hand. Du kannst aus einem Katalog von verschiedenen Modulen genau die wählen, die dich am meisten interessieren. So vertiefst du dein Fachwissen genauso, wie du es möchtest. Wie auch schon in den Grundmodulen gehören Theorie und Praxis bei den Vertiefungsmodulen eng zusammen. Hier kannst du experimentelle Strategien entwickeln und eigenständig umsetzen. Außerdem kannst du die verschiedenen Forschungsgruppen und Themen unseres Fachbereichs kennenlernen und findest so vielleicht dein Spezialgebiet, das dich am meisten interessiert. Ich glaube, dass ich später mal in die Genetik gehen will, also in die Gentechnik. Mittlerweile die Mikrobiologie. Ökologie, halt alles, was mit Ökologie zusammenhängt. Vor allem die biochemischen Grundlagen finde ich sehr interessant und welche Defekte in welcher Weise sich auf den Körper ausüben. Den Abschluss des Bachelors bildet die Bachelorarbeit. Dein erstes eigenes Forschungsprojekt. Hier wirst du zu einer Fragestellung aus der aktuellen Forschung Experimente planen, durchführen und die Ergebnisse auswerten und interpretieren. Dann ist es geschafft. Nach dem Bachelor hast du das Grundzeug zum Biologen oder zur Biologin. Also es gibt erstmal auch natürlich eine ganze Menge Dinge, die man einfach erstmal lernen muss. Aber es ist nicht mehr so, dass es nur auf das Abfragwissen ankommt, dass man die Lust dabei gewinnt, solche Aha-Erlebnisse zu haben, dass man sieht, man hat was verstanden und dass man das damit dann auch übertragen kann in ein größeres Verständnis von Biologie. Von da aus kann es weitergehen, entweder direkt in den Beruf oder zum Masterstudium. Alles Wichtige rund um das Studium findest du auf unserer Homepage oder du wendest dich an das Studienbüro. Na,
Lust auf das Biostudium in Darmstadt? Dann kann's ja losgehen. Gut, dann fangen wir jetzt an. Ich erzähle Ihnen was aus der wunderbaren Welt der Mikroorganismen, die wir ja schon ein bisschen kennengelernt haben. Und Sie haben ja jetzt schon gelernt, dass es da welche mit hohen und niedrigen GC-Gehalt gibt. Und das sind die, die wir hier wieder sehen.